Um 3:14 Uhr stand ein 32 Kilo Schwarzhund mit leuchtenden Bernsteinaugen allein zwischen einem schlafenden Kind und einem Mann, der sich durch ihren Gartenzaun schnitt. 3 Familien hatten diesen Hund zurückgegeben. 31 Menschen waren an ihm vorbeigegangen, aber in dieser Nacht lagen sie alle falsch. Es gibt Hunde, die gefährlich aussehen. Und dann gibt es Hunde, die aussehen, als wären sie direkt aus einem Albtraum gekrochen. Zeus war die zweite Sorte. Pechschwarz von der Schnauze bis zur Schwanzspitze. Fell so dicht und wild, dass es das Licht zu schlucken schien. Und diese Augen, 2 bernsteinfarbene Flammen, die im Dunkeln leuchteten, wie etwas, das nicht in ein Familienheim gehörte. 32 Kilo pure Angst, verpackt in Fell. Und jeder, der ihn sah, sagte dasselbe. Dieser Hund hat bei Kindern nichts zu suchen. Aber wisst ihr, was niemand gefragt hat? Warum haben ihn 3 Familien zurückgegeben? Was ist wirklich passiert? Denn die Geschichte, die sie erzählten, und die Wahrheit waren 2 völlig verschiedene Dinge. Zeus' erster Besitzer kaufte ihn als Wachhund. Großer Fehler. Nicht, weil Zeus aggressiv war, sondern weil Zeus sanft war. Er bellte keine Fremden an, er patrouillierte nicht im Garten, er rollte sich auf dem Sofa zusammen und starrte seinen Besitzer mit diesen leuchtenden Augen an, als würde er darauf warten, dass jemand einfach bei ihm sitzt. »Der ist zu nichts zu gebrauchen«, sagte der Mann und gab ihn nach 11 Tagen zurück. Die zweite Familie hielt 3 Wochen durch. Ihr Grund? Die Nachbarn beschwerten sich. Offenbar war ein 32 Kilo Schwarzhund mit Bernsteinaugen, der in der Abenddämmerung am Zaun stand, eine Störung des Hausfriedens. Zeus knurrte nicht, bellte nicht, er beobachtete einfach, wie immer. Hättet ihr ihn dafür zurückgegeben? Die dritte Familie gab nicht mal einen Grund an. Sie brachten ihn an einem Dienstagmorgen um 47:07 Uhr ins Tierheim Birkenfeld und fuhren weg, ohne sich umzuschauen. Genau dann fingen die Mitarbeiter an, ihn Geist zu nennen. Nicht als Spitznamen, den sie sich ausgedacht haben, als Warnung. Denn Zeus saß vollkommen reglos im hinteren Teil seines Zwingers, seine Bernsteinaugen fingen das Licht ein und neue Freiwillige liefen vorbei und keuchten tatsächlich auf. Ein Teenager weigerte sich 2 Wochen lang, seinen Zwinger zu reinigen. Ein ausgewachsener Mann, der seit 12 Jahren mit Hunden arbeitete, sagte: »Ich weiß, dass er nicht gefährlich ist, aber ich schaue trotzdem zweimal nach, bevor ich die Tür öffne.« Zeus verbrachte 214 Tage im Tierheim Birkenfeld. In dieser Zeit besuchten ihn 31 Familien, 29 gingen einfach vorbei. Ein Pärchen blieb stehen, machte ein Foto und postete es mit der Bildunterschrift »Verfluchter Hund«. Der Beitrag bekam 4000 Likes. Zeus bekam 0 Vermittlungsanfragen. Also Leute, jetzt kommt etwas, das die meisten nicht wissen. Groenendaeler, die Rasse, zu der Zeus gehörte, wurden ursprünglich in Belgien gezüchtet und im Ersten Weltkrieg als Meldehunde eingesetzt. Sie liefen durch aktive Schlachtfelder, überbrachten Befehle zwischen den Schützengräben, unter Beschuss. Sie sind nicht aggressiv, sie sind wachsam. Das ist ein Unterschied, ein großer. Solche Geschichten werden viel zu selten erzählt. Wenn euch das gerade etwas gibt, dann seid ihr genau die Menschen, für die wir diese Videos machen. Sandra Berger war 34 Jahre alt, frisch getrennt und lebte allein mit ihrer 7-jährigen Tochter Lena in einem Haus, das sich ungefähr 3 Nummern zu groß anfühlte. Sie arbeitete 2-mal die Woche Nachtschichten im Krankenhaus und an diesen Nächten blieb Lena bei einer Nachbarin. Sandra mochte diese Regelung nicht besonders. Sie suchte keinen Wachhund, aber Lena hatte seit ihrem 5. Jahr darum gebettelt und an einem verregneten Samstag im Oktober fanden sich keine Gegenargumente mehr. Sie betraten das Tierheim Birkenfeld in der Erwartung, einen Labrador zu finden, vielleicht einen Beagle, etwas Kleines und Unkompliziertes. Dann sah Lena Zeus. Sie zuckte nicht zusammen, griff nicht nach der Hand ihrer Mutter. Sie lief direkt auf das Zwinger zu, presste ihre kleine Handfläche flach gegen die Metallstäbe und sagte mit der ernstesten Stimme, die ein 7-Jähriges aufbringen kann: »Mama, der ist es.« Sandras genaue Worte an die Tierpflegerin waren: »Sie ist 7, ist das wirklich sicher?« Die Tierpflegerin zögerte eine Sekunde zu lange. Sandra wäre fast gegangen. Aber Zeus, der sich 4 Tage lang nicht vom hinteren Teil seines Zwingers bewegt hatte, stand auf.
lief langsam nach vorne und drückte seinen riesigen schwarzen Kopf gegen die Stäbe, direkt in Lenas Hand. Sein Schwanz wedelte einmal, nur einmal, als würde er versuchen, sich nicht zu große Hoffnungen zu machen. Sandra unterschrieb die Papiere 40 Minuten später. Die erste Woche war Chaos. Herrliches, lächerliches Chaos. Zeus war offenbar noch nie einer Treppe begegnet. Er stand unten, eine Pfote angehoben und starrte die Stufen an, als würden sie ihn persönlich bedrohen. Lena hielt eine Motivationsrede. Es hat funktioniert. Irgendwann. Er entdeckte auch den Wäschekorb und entschied, dass er ihm gehört. Sandra fand ihn um 2 Uhr morgens darin zusammengerollt, alle 32 Kilo, tief gleichgültig. Lena fand das hinreißend, Sandra weniger. Aber wisst ihr, was euch niemand über Hunde wie Zeus erzählt? Die weiterbegeben wurden, zurückgeschickt, ignoriert. Sie beobachten alles. Sie lernen eure Muster, mit der stillen Intensität von jemandem, der schon enttäuscht wurde und es nicht nochmal zulassen will. In der 2. Woche wusste Zeus genau, wann Lena aufwachte. Vor ihrer Tür. Jeden Morgen. Ohne Ausnahme. In der 3. Woche hatte er sich einen Platz auf dem Flur ausgesucht. Genau zwischen Lenas Zimmer und der Haustür. Sein Posten. Jede Nacht. Niemand hatte ihn darum gebeten. Er hat es einfach entschieden. Ist das Instinkt? Oder ist das eine Entscheidung? Noch nicht abonniert? Drückt den Knopf. Ihr wollt sehen, was als nächstes passiert. Es war ein Mittwoch im Februar. Sandra hatte Nachtschicht. Lena schlief bei Frau Schneider auf dem Sofa ein. Um 3:14 Uhr fing Zeus an zu bellen. Scharf, dringend, anhaltend. Die Art von Laut, die nicht um Aufmerksamkeit bittet, sondern sie fordert. Frau Schneider schreckte hoch. Zeus stand an der Hintertür, Nackenhaare gesträubt, jeder Muskel angespannt, wie eine Wand, die beschlossen hatte, Zähne zu bekommen. Sie rief die Polizei, dann Sandra. Die Beamten trafen 6 Minuten später ein. Ein Mann halb durch eine Zaunlücke. 2 Häuser in der Straße waren bereits betreten worden. Sandras Tür war die einzige, die unberührt blieb. Der Beamte schaute Zeus an und sagte, das ist ein braver Hund. Lena sagte, ich weiß. Zeus ist jetzt 3 Jahre alt, schläft immer noch auf dem Flur, wartet jeden Morgen vor Lenas Tür, glaubt immer noch, dass der Wäschekorb ihm gehört. 31 Familien gingen an ihm vorbei. 31 Menschen sahen Gefahr. Ein 7-jähriges Mädchen sah genau das, was sie brauchte. Manchmal ist der Hund, vor dem sich alle fürchten, der eure Familie sicher hält. Und manchmal braucht es ein Kind, um zu sehen, was der Rest von uns übersieht. Denn Liebe fragt nicht, wie du aussiehst, sie fragt nur, ob du da bist, jede einzelne Nacht. Wärt ihr an Zeus vorbeigegangen? Schreibt es mir in die Kommentare.